Hallo meine Lieben, lange nicht gesehen. Den Text für das Intro habe ich nicht geschrieben, deswegen muss ich einfach improvisieren. Ich bin wieder in einer neuen Stadt. Yay! Happy Dance! Und auf dieser Reise nehme ich euch natürlich mit. Den Tag starte ich aber in Frankreich. Hier ist mein Hotel und morgens suche ich mir einen leckeren Snack und natürlich einen Kaffee. First Day in Basel. Ich sage das schon jedes oder vieles Mal. Aber ja, es ist arschkalt. Eigentlich habe ich das so nicht geplant. Ja, natürlich bestelle ich für jede meine Reise normales Wetter. Es gibt nur eine Sache, die man bei dem Wetter machen kann. Kommt näher dran. Saufen. Oder Schokolade essen. Mit Saufen war natürlich Kaffee gemeint. Nur genügend Koffein kann mich dazu zu bringen, bei diesem Wetter draußen zu bleiben. Zweites Problem, was ich so habe, ich bin ein bisschen frustriert, welche Sprache ich mit den Menschen sprechen soll, weil als ich noch auf die französische Seite war, beziehungsweise in Frankreich, da haben mit mir alle Französisch gesprochen, beziehungsweise haben versucht. Ich kann natürlich kein Französisch. Hier, ich versuche immer dann Englisch zu sprechen. Ich merke, dass die Leute auch eigentlich Deutsch können. Und so, oh, warte mal, ich könnte eigentlich Deutsch sprechen. Überall in den Schaufenstern sah ich auch viele ungewöhnliche Masken. Später habe ich im Internet herausgefunden, dass hier vor kurzem ein Karneval, wie jedes Jahr, stattgefunden hat. Die Basler Fasnacht. Bin mir nicht sicher, ob ich die interessant oder eher creepy finde. Wenn Frankreich für seine leckeren Croissants und Pastries bekannt ist, dann ist Basel definitiv auf Brezel-Vibes. Hier schmecken sie übrigens auch gut.
Zum Saufen ist es aber trotzdem gekommen. Wenn du säufst, aber keiner versteht, dass du säufst. Am Abend war ich irgendwie sehr traurig, dass der Tag so schief gelaufen ist und habe mir einfach in der Pastisserie, die ich heute Morgen gesehen habe, ein Dessert mit Tee geholt. Hallo meine Lieben, es ist zweiter Tag, draußen regnet gerade. Ich bin froh, dass ich nicht draußen bin. Yay! Okay, Leute, ich war gestern ziemlich enttäuscht von allem, was ich gesehen habe, beziehungsweise nicht gesehen habe in Basel. Eigentlich das Beste, was mir gestern passiert ist in Frankreich passiert. Deswegen bleibe ich in Frankreich. Und mein Vlog aus Basel wird ein Vlog aus Mulhouse. Was ich feststellen konnte, die französische Architektur gefällt mir definitiv viel besser, auch bei dem Wetter. Nachmittag war ich noch in einem Café, weil es draußen angefangen hat zu regnen. Und neben mir saß ein Mädchen und die hat mich einfach angesprochen und als sie gehört hat, dass ich sonst nichts vorhabe, hat sie vorgeschlagen, mit mir ins Historische Museum zu gehen. Das war sehr nett. Und das ist, was ich generell gemerkt habe, dass die Menschen in Frankreich sehr freundlich, kommunikativ und nett sind. Später war ich noch Sushi essen und ehrlich gesagt, so leckeres Sushi habe ich noch nicht mal in einem guten Restaurant in Hamburg gegessen. Wie kann das überhaupt sein? Das ist Last Day. Mal schauen, was es mir bringt. Ich habe keine Hoffnung, keine irgendetwas. Vielleicht wird das Wetter doch gut. Meine Eindrücke von der Stadt Basel, Entschuldigung, Bagel. Also meine Eindrücke von der Basilikumstadt. Ich hatte natürlich super Unglück gehabt mit dem Wetter und allem, aber die Stadt selbst bietet nicht so viel, wo man da irgendwie so lange bleiben kann. Aber ich habe versucht, tatsächlich 2 Galerien zu besuchen und die beide waren zu. Im Vergleich zum Beispiel hat man viel, viel mehr schöne Ecken in der Stadt Mulhouse. Ja, für Mulhouse habe ich keinen lustigen Namen ausgedacht. Wenn ich sehe, so wie es geschrieben wird, ich würde einfach Mühlhausen sagen. Essen in Frankreich, warum bist du so gut? Meine letzte Nervenzelle und das Croissant, das sie noch am Leben hält.
Ich setze meine Expansion fort und fahre weiter in die Tiefe von Frankreich. Heute genieße ich die Sonne endlich mal in der Stadt Colmar. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Was ich hier noch so habe, sind super krasse Feedbacks zu Schwerin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist Architektur hier so ähnlich, also eine ähnliche Art. Jetzt bin ich aber endlich mal zu Hause mit einer Tasse leckeren Tee und kann diese Reise sozusagen abschließen. Im Hintergrund zeige ich euch gerne die Bilder, die ich während dieser Reise gemacht habe, mit allen meinen Kameras. Ich kann schon am Anfang an sagen, dass es nicht so einfach für mich ist, diese Reise zu bewerten. Es gab ganz, ganz viele Umstände und die Sachen, die mich beeinflusst haben, und diese Meinung ist super, super subjektiv. Ich fand meinen ersten Tag generell nicht so gut und ich glaube, egal ob ich in der Schweiz wäre oder in Frankreich, wäre ich trotzdem nicht so glücklich. Deswegen sah ich alles durch diese Depri-Brille, so wie ich das nenne. Es gibt rosa Brille und Depri-Brille, also die deprimierte Depressionsbrille. Und die Stadt ist mir natürlich dann auch nicht so ganz gefallen, obwohl es vielleicht unter anderen Umständen ganz schön sein könnte. Frankreich habe ich im Gegenteil schon öfter besucht und das Land hat für mich seine Besonderheiten, was ich gerne immer wieder sehe. So wie zum Beispiel französische Architektur oder diese ganzen Retro-Vibes. Das finde ich voll charmant. Die Hauptsache, dass ich viel Unglück mit dem Wetter hatte seinen großen Einfluss auf meine Eindrücke natürlich. Aber als ich später meine Bilder und Videos aus der Reise angeguckt habe, konnte ich eigentlich nicht ganz verstehen, warum ich mich so unglücklich gefühlt habe und so unzufrieden war. Deswegen bin ich ziemlich gespannt, wie es genau rüberkommt und wie ihr das ansehen werdet. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Stadt ihr am schönsten findet. Und falls ihr schon in einer der Städten waren, wie war Ihre Reise und Ihre Eindrücke? Ich würde mich total über Ihr Feedback und Likes freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Es ist arschkalt. Das habe ich eigentlich nicht geplant. Das auch. Wisst ihr was? Ich weiß, warum die Kirche weiblich ist. Weil sie so lange braucht, um diesen Geräusch zu machen. Ja, klar, das war offensichtlich. Die Hauptsache, dass ich viel Unglück. Drauf muss man sich verlassen.